Willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean First Departure. Im letzten Part sind wir in das Schloss Van gegangen. Haben uns vorgestellt, dass wir hier den Archfiend jetzt besiegen wollen. Und der König hat aber gesagt, wir sollen ihm einen Test wir sollen einen Test hier machen. Der wahre Weg liegt in den Schatten. Ach du Schande. Okay. Dann würde ich sagen... Die Frage ist jetzt... Muss ich das dahin gehen, wo es mich... also wir haben ja links zum Beispiel eins, wo es die Hälfte, also die linke Tür, die zweite Tür von links. Da sehen wir, dass es nur eine Hälfte ist, die linke Hälfte. Und die Tür, die wir ganz rechts momentan sehen, ist die Hälfte rechts. Wir haben ein Zeichen, was hier eben auch diese Hälfte aber links hat. Die Frage ist jetzt, muss ich in die Tür rein, die jetzt zum Beispiel sagt, okay, das füllt die rechte Tür aus, oder soll ich da links rein im Sinne von, das ist dieselbe? Okay, das sind einfach Hebel überall. Ich glaube, ich muss ausfüllen, oder? Sonst ergibt das nicht viel Sinn. Jetzt wäre eigentlich alles da. Und den da gibt's nicht. Oder? Doch, den gibt's ja ganz rechts. Ich will jetzt alles aus, was die Schatten sind. Also auf Deutsch die genauen Gegenteile. Das heißt, einmal brauche ich dich. Dann brauche ich dich. Ich glaube nicht, dass ich dieselben nehmen soll. Dann brauche ich dich. Und das vorderste wäre dann du. Aha. Gut. Hat doch geklappt. Da ist die Tür. Hoch. How many years has it been since a human last strolled by? Where are you? It's not Vogel. Where do you think? I'm right here. What? We're surrounded! When did they? Double slash! Double slash! Okay, auf jeden Fall schon mal Exit Rain. Explosive! Ah, nicht schön. Explosive kick! Explosive! 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 Double slash! Condition pure! Danke dafür. Double slash! Double slash! Double slash! Double slash! Dragon roar! Dragon roar! Na, komm schon her. Double slash! Double slash! Sehr schön. All right, let's get going. Do it. Chicken Shish Kebab acquired. Okay. Ja. Interessant. Must have been the master of the dungeon. Come on, let's make a break for the exit. Das erste Mal, dass wir paralysiert wurden.
Gut, dass es keine Versteinerung gab. Wobei die Versteinerung gegen die wäre mal geschützt gewesen. Also war es sogar eher schlecht, dass es nicht die Versteinerung war. Aber letzten Endes haben wir es ja eh überlebt. Ja, okay. Sehr schön. Silence ist dann natürlich eine sehr gute Sache. Gegen die Typen anzukommen. Wir verlangsamen uns alle hier. Wir versuchen es. Ist aber egal. Boy, they were weak. Excellent. Schade, dass man ihr nicht sagen kann, ja, mach halt kein Condition Cure, wenn du nur verlangsamt bist. Das wäre ziemlich praktisch. So, dann geben wir nochmal kurz hier ein paar Blackberries aus. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt wirklich hier rauskommen, aber anscheinend schon. Fragezeichen. We have company. Give us a little fun, huh? Explosive double slash. Crush. Oh, sehr schön. Bam, 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 bam. Es hat vor allem eine sehr gute Range, die, ja, der Gravity Crush halt. Well, I'd say that's worth 10 out of 10. Was oftmals dann doch sehr gut hilft. So, sind wir jetzt am Ende hier? Tatsache. Oh my, astounding! You actually made it through the labyrinth. Please, let us return to the king immediately. Was mit der anderen Tür? Brilliantly done. You are more than powerful enough to deal on equal terms with the demon world. Thank you, sir. But there is another issue. Specifically, the location of the demon world entrance and how to open it. Both are closely guarded secrets, not to be shared freely with just anyone. As a rule, the demon world entrance cannot be opened from this side. One may only open it if coming from the demon world itself. There was once someone foolhardy enough to enter the demon world. He returned, albeit near death. His story revealed exactly how appropriate the term demon world really is. Do you still wish to continue? Yes, sir. Very well. Your Majesty, are you saying there's no way whatsoever to open the entrance from this side? Not as a rule, mind you. There are ways to break that rule, of course. After all, it was people on our side that first established a connection between our world and the demon world. On our side? Das waren also Menschen, Yes. die überhaupt dafür People verantwortlich call sind. them the old race. I'm sure all of you have heard some tales about them. Their real name is the Mua. Okay, die The Mua. Mua. Is that the same Mua as the name of the kingdom? Legend has it they named the land they were created on after themselves. To put it another way, they first lived in the area now known as the Muan Kingdom. So they called themselves the Mua from the very beginning. Correct. Another legend says the Mua did not grow from children, but appeared on the land as fully grown adults. They were incarnated by the will of the gods, taking up the name given to them. Okay. So they just appeared one day? That can't actually be true. The old race created a secret treasure and used it to open a gate to another world, the demon world. What did they do that for? It sounds almost like suicide. Sadly, their motives have not survived in the legends we have today. The treasure they made is known as the Eye of Truth. It is said to be a gem, scarlet in color, about the size of your fist. The Eye of Truth. They say whoever holds it can look into whatever he wishes. I am familiar with the rumors, yes. Aber das haben wir I'm doch schon mal sure there are geschaut. those who pin their hopes on the Eye of Truth, seeing it as the answer to all their problems. The Mua shared information on the whereabouts of the Eye with the royal houses of 4 kingdoms.
So if there ever was some kind of emergency that required the use of the Eye of Truth, you'd need the cooperation of all 4 different kingdoms? Precisely. And since I have already shared all this with you, I now officially charge you with the top secret duty of finding and procuring the Eye of Truth. Minister, it is time. Okay. Yes, Your Majesty. Here you are. What's this? Carry this emblem with you, and meet with the kings of each country. This emblem is proof that you possess the truth about the Eye of Truth. Okay, und damit bekommen wir das Van Emblem. Und wir müssen jetzt mit jedem Königreich sprechen anscheinend. Come back here once you have gathered the information from the other kingdoms. Then, and only then, will I share with you our own nation's secret. I will also grant you this book of techniques. I hope it will aid you in your travels. I wish you the best of luck. Book of Techniques? Four Beasts SFT. What? Was soll das denn bitte sein? Thank you, sir. Oh. What do you think about what the king had to say, Captain? I don't know. Those Mua or something, all right. The people that formed the old race, you mean? They sound a bit like this world's take on Adam and Eve, don't they? Yeah, I suppose they do. In a world like this one, where mystical power exists as if it's nothing at all, the existence of gods may not be so strange either. And if you look at it from an Earth perspective, the way that the Mua simply came into being is not much unlike the way we just suddenly appeared in this world. At least that's how people here would see it. True enough, but then again, this is a place where a demon world actually exists, where monsters exist, for that matter. Wouldn't take a major leap of faith to believe that gods exist, too. Well, I've lived on Earth all my life, and I've never run into anything like that. Haha. Yeah, well, neither have I, really. Well, whenever people in the past encountered something they couldn't understand, they usually labeled it the work of the supernatural. If the event was a good thing, it was the blessings of the gods. If it hurt them, it was the cruel workings of demons and devils. That's right. That's how concepts such as religion and salvation came about. Agreed. Earth was no exception. Medieval Europeans used to tell tales of a monster that blinked into existence with a loud rumbling and burned away everything in his path with a flash of blinding light. Can you guess what that monster really was? Blitze? What? Lightning. Oh. Oh. There's still a staggering amount we don't know about the universe we live in. What did they call it? Symbology? That healing power Millie has? It's a bit astonishing, to be honest. And yet I'm sure there's some way to explain it scientifically. You really don't believe the king, do you, Elia? Can you blame me? Not really, no. If I just accept all these supernatural beings and phenomena at face value, well, I'd feel like I'm betraying myself a little. True. We'd never advance as a civilization if we did that. Besides what? If you keep telling yourself that everything is a simple matter of fate, you start feeling like life itself is so trite, somehow. Aber eine Sache noch, Sie haben ja gemeint hier solche Sachen wie Symbology, die Sie sich nicht erklären können, aber hat Ronix nicht Symbology gelernt? Nur mal so, nebenbei. Are you talking about your wife, Captain? Yeah. It was a disease with no known cause, Captain. I know it was a terrible loss for you, but there was nothing modern medical science could have done for her. Yeah. But you know, what if it turned out the symbology they have here was all they needed to cure her? I'm sure I'd be kicking myself over it for the rest of my life.
Please don't do this to yourself, Captain. Remember the virus that Lazonia unleashed upon planet Rogue? Millie herself told us that symbology couldn't do a thing to keep it from spreading. You can't torture yourself over it your whole life, Captain. But then again, I'm sure telling you that won't help much, will it? This journey's been an interesting one. If we keep it up, I'm sure I'll find the answer soon enough. But now we should hit the sack. All right. Good night, Captain. Ja, Ronix war verheiratet, aber seine Frau ist an einer unbekannten Krankheit gestorben. Und Emilia macht sich natürlich Sorgen um Ronix, welcher sich dann teilweise selber, ja, nicht die Schuld gibt, aber trotzdem sich Gedanken darüber macht. Do you remember what we're supposed to do now? Yep. As long as we're all on the same page. No need to worry. Our task at hand is to visit the kings of each kingdom, right? Right. Don't forget to show them the emblem. Got it. Let's roll out. Genau. Und jetzt haben wir, ja, eine kleine neue Quest, in Anführungsstrichen. Welche prinzipiell besagt, wir sollen jetzt überall hin, wo wir noch nicht waren. Und ich muss jetzt erstmal, oder ich möchte jetzt erstmal kurz was schauen. Nämlich, was da hinten noch ist. Wir sollen ja auch noch von Joshua den Retter suchen. Mal schauen, wo der ist. Oder ob ich den noch finden kann oder wann ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Okay, das setzt sogar mal einen normalen Crush ein. Ups. Aber reicht ja, um sie aufzuhalten. Explosive Kick macht inzwischen ziemlich viel Schaden. So, und die Frage ist halt jetzt, was ist da hinten? Sylvan Kingdom vielleicht? Well, this looks wimpy. Don't get yourselves hurt. Wenn das da hinten nicht so aussieht, als wäre es der Ort, wo Joshua seinen Benefactor hat, also seinen Retter, dann werde ich anfangen, erstmal zurückzugehen. Und ja, dann schauen, dass wir uns die Geheimnisse aus den ganzen Königreichen holt. Hier müssen wir dann später zwar auch hin. Höchstwahrscheinlich, wenn wir dahin kommen, wo ich jetzt denke, dass wir dahin kommen. Aber ja. Es kann nicht gut sein, dass wir hier einfach nur nach Sylvan kommen. Und dann bringt mir das jetzt eigentlich gar nicht, dass ich hierher gehe. Aber gut, wir werden es gleich sehen. So. Also, wo kommen wir hier hin? Zu einer großen Brücke. Oh. Aber wo ist Joshuas Retter? Oder was auch immer? You guys take this one. Mal schauen. So, schauen wir mal, was mir die Brücke hier sagt. Got any identification? This emblem work for you? Oh, a Van Kingdom emblem. That works for me, yeah. You may pass. Okay. Dürfen hier jetzt also durch.
Okay. Okay. Weiter ist hier aber anscheinend nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder zurück auf dem Moa-Kontinent bin. Bis gleich. Hier bin ich nochmal kurz. Auf dem Weg zurück habe ich gerade von einem dieser Ritter ein Valun-Schwert bekommen, was, wie ihr seht, einfach mal um einige stärker ist als das, was ich vorher hatte. Und ja, das wollte ich nur mal kurz zeigen. Anscheinend können die relativ selten so ein Valun-Schwert droppen. Cool. Dann aber, wir sehen uns gleich wieder in Moa. Na, wir können ja mal kurz zeigen, wie viel Schaden ich jetzt mache. Ich habe jetzt wirklich einiges mehr Angriff. Ja, das ist leicht stark, das Schwert. Gefällt mir. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. In Portsmouth. Ich wollte nur sehen, ob wir eine Einzelaktion haben, deswegen starten wir gerade von der Seite. Nicht wundern. Aber nein, wir haben hier gerade tatsächlich nicht die Möglichkeit, eine Einzelaktion zu machen. Und das aus gutem Grund. So, denn wir müssen eh hierher. We are here to see the king. The Van Kingdom's emblem. Please wait one moment. Okay. Wir warten. Und auch die haben einen Minister, der genauso aussieht. Ask of the heroes searching for the Eye of Truth. Would you kindly listen to our story? Might as well hear him out at least. Yeah. My thanks to all of you. Let us talk inside then. Okay. Was auch immer du jetzt von uns möchtest. To be frank, we have something of a problem here inside Moa Castle. Oh? For whatever reason, monsters are suddenly swarming out of the castle's treasury. The door to the treasury has been barricaded, but we need a more permanent solution than that. Of course. We'd be happy to help, sir. Oh, thank you. You will find several powerful weapons and pieces of armor inside the treasury. You may use them if necessary, but we do ask that you return them to the castle after dealing with this little problem. Okay. I guess keeping them would be too much to ask. Again, thank you very much. Allow me to guide you to the room. That's a no. This is the place. There are some rather fearsome monsters inside, so please exercise due caution. Okay. Schauen wir nochmal. Luxuriöses Schwert. What the heck? Da dürfen wir die wohl wahrscheinlich nicht mehr behalten. Schade. Schade, schade. Das sind anscheinend sehr, sehr gute Items. Na gut, schauen wir erstmal, was jetzt hier für Gegner kommen. Guck mal, das trifft noch. Jawohl. Warum Mist? Ich muss mit Illy erstmal kurz ein paar Zauber ausmisten. Die lässt sich natürlich dementsprechend gut trainieren. Spell Usage. Was macht denn die Mist? Los Hit Rate of Enemies ist mir egal. Lower Defense ist noch ganz okay. Delay brauche ich nicht. Den Rest können wir erstmal lassen. So, schauen wir weiter. Was wir denn hier so finden können. This might be a bit of trouble. Was ist das für ein Ding da hinten? Okay, schauen wir mal. Shadow Bolt. Sehr schön. Oder geben die überhaupt kaum Erfahrung? Kann das sein? Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt.
Wenn die natürlich keine Erfahrung geben, ist es schade. Wird aber auch Sinn ergeben, weil sie dann einfach nur sagen, ja, wir schenken euch hier natürlich nicht Erfahrung mit solchen geilen Items. Wäre trotzdem schade. So, da geht's weiter nach unten. Treasury V2F. Medizinflasche, okay, das ist nicht so wichtig. This is tough. Keep yourselves alive, everyone. So, mal schauen. Wie viel Erfahrung wir von denen jetzt hier bekommen. Momentan schon mal fraglich, wie viel. Ja, wir müssen erstmal überleben. Das ist gerade so erstmal das Wichtigste dabei. Deswegen, Roddick, komm mal bitte wieder. Okay, danke dafür. Yes. Okay, perfekt. Na, 2700, also ich krieg doch ordentlich Erfahrung von denen. Medley. Ja, passt. Hier haben wir die Bottle drin. Was haben wir hier? Vielen SFT. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die Dinger bedeuten. Und man hat sie auch nirgends. Keine Ahnung. So, Luxurious Armor. Jawohl, nochmal meine Verteidigung ins Unermesslich gesteigert. This might be a bit of trouble. I hope we can do this. So, dann bedeutet, Roddick wird jetzt so schnell nicht mehr draufgehen. Oh, Shadow Flare. Ach du Schande. Okay, Shadow Flare ist ganz schön heftig. So, heilen wir uns mal ein bisschen wieder. Und schauen weiter. Sind das ja alles Wege? Links und rechts? Tatsache. Wege und noch mehr Türen. This might be a bit of trouble. Let's take our time here. Das kann was werden hier. Ach, komm schon. Ich kann dich gerade nicht unbedingt paralysiert gebrauchen. Oh. My bad. I screwed up. Okay, wir haben uns wieder gerettet. Das ist echt nicht mehr schön hier. So. Ah, ups. Falschen Knopf gedrückt. Einmal ging alles schneller. So, einmal Effort. So. Jetzt kann ich eigentlich auch mal was anderes. Ah, Vorbeast FS. Secret Fighting Technique, ability to perform special arts aided by the 4 sacred beasts. Okay. Hauen wir das einfach mal rein, ich habe keine Ahnung. Hauen wir noch ein paar Konter rein. Hast du auch noch sowas? Ja, Tatsache.
Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo die herkommen und wo die hin müssen. Gut, gut, gut. Du auch noch? Jawohl. Immer rein damit. So, dann werde ich jetzt erstmal die ganzen Kampfsachen hier machen. Eine Incantation, verdammt, naja, okay. Dann war das ja nicht so wichtig. Hast du auch sowas? Nee. Aperici könnte sowas haben. Vielen, ja, Tatsache. Und meine Güte, was machen die für einen Krach da draußen? Auch du bekommst erstmal Herbology. So. Gut. Ich vermute mal, ich habe noch keine gelernt, oder? Nö. Können durch, deswegen immer noch kenne. Resurrection Elixier. Hab ja auch schon genug davon verbraucht. Nochmal so ein Stab. Noch ein Schwert für Sears, sehr schön. Nochmal eine Armor. Sehr gut. Immer schön alles einsammeln, um uns sozusagen auf den Boss vorzubereiten, der dann hier wahrscheinlich kommt. Vor allem Sears hat er jetzt auch einiges mehr an Punkten. Insofern sollte das jetzt schon einiges einfacher gehen. Ilia nimmt halt noch gut Schaden und kann nur ihren normalen machen. Aber gut. Dann würde ich aber auch sagen, wir gehen noch zurück in die Haupthalle. Und dann war es das aber auch schon wieder für diesen Part. Brauchst noch ein bisschen. Es könnte sogar sein, dass Millie die anderen noch einholt, weil sie halt noch ein paar Level für Effort braucht. So, wir sind jetzt wieder hier. Schauen uns gleich hier in dem linken Gang um. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.